Maisernte im Kreis Soest. Für kurze Zeit sind die Straßen und Felder der Region wieder mit Landmaschinen gefüllt, die es äußerst eilig haben. Denn sie haben ein Ziel: in möglichst kurzer Zeit so viel Mais wie möglich zu ernten. Wir sind dieses Mal bei der Rosenöcker Sander Biogas GmbH und Co. KG zu Gast, die eine Biogasanlage in Heppen betreiben. Angebaut wird vor allem Biomasse, also Mais, der nicht für Tiere oder Menschen bestimmt ist. Während der Maisernte wird mit dem Lohnunternehmen Göbel aus dem Lippetal zusammengearbeitet. Hier auf dem Feld zu sehen ist ein Big X 1180 der Firma Krone. Bei der Maschine handelt es sich um den leistungsstärksten Feldhäcksler der Welt. Der Liebherr-Motor D9512 leistet 1156 PS und häckselt so mühelos die 12 Reihen Mais, die das EasyCollect 900 Schneidwerk aberntet. Mit 9 Meter Arbeitsbreite schwindet das Feld so Bahn für Bahn. Die Abfahrkette besteht aus den verschiedensten Traktoren. Über einen Fendt 927, einen John Deere 6150R oder einen Case Optum 300. Im Einsatz sind namenhafte Mulden von Fortuna und Fliegel. Außerdem Silagewagen von Krone und Bergmann. Wer sich an das Video über die Getreideernte erinnert, weiß, dass das Management der Abfahrkette sehr wichtig ist, um den Arbeitsfluss am Laufen zu halten. Wo bei der Getreideernte allerdings mit abgestellten Anhängern etwas für Entspannung gesorgt werden kann, ist bei der Maisernte keine Zeit für Fehler. Da wir hier über einen Biomasseanbau reden, wird die gesamte Pflanze gehäckselt und nicht nur wie im Getreide ein Teil entnommen. Das bedeutet, dass deutlich größere Massen anfallen, die mit einem Korntank nicht mehr bewältigt werden können. Deshalb wird direkt auf die Hänger entladen. Dies bedeutet auch, ist kein Gespann auf dem Feld, kann nicht geerntet werden und die Maschine steht still. Um den unterbrechungsfreien Betrieb zumindest großteils sicherstellen zu können, sind an einer sogenannten Abfahrkette deshalb je nach Entfernung von der Biogasanlage unterschiedlich viele Gespanne beteiligt. Wie an einer Perlenkette fahren sie zeitlich versetzt hintereinander her. Dabei wird teilweise sogar eine extra Route für den Hin- und Rückweg ausgearbeitet, damit sich die Fahrer auf den engen Feldwegen nicht ausweichen müssen. Angekommen an der Biogasanlage werden die Gespanne mit einer Fahrzeugwaage gewogen. Anschließend fahren sie zum Silo. Dort kippen die Hänger die frisch gehäckselte Biomasse ab. Diese wird dann von den Festfahrern auf dem Silo verteilt. Dafür werden schwere Maschinen eingesetzt, die meist mit Maissschiebeschilden ausgestattet sind, um die Biomasse vor sich herschieben zu können. Im Heck werden teilweise auch extra Silowalzen installiert, die nochmal für ein höheres Gewicht sorgen. Die Traktoren fahren dann wiederholt auf dem Silo auf und ab und sorgen so für eine Verdichtung. Diese ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen kann so mehr Masse in dem Silo gelagert werden. Zum anderen muss so viel Sauerstoff wie möglich ausgepresst werden, damit keine Hefe- oder Schimmelpilze entstehen, die zu einer Nacherwärmung führen würden. Auch die Maisernte macht keinen Halt vor der Dunkelheit. Sowohl am Silo als auch auf dem Feld gehen die Arbeitsbeleuchtungen der Maschinen an und erleuchten die Nacht, damit die Arbeit weitergehen kann.
Im Gegensatz zur Getreideernte ist der einsetzende Tau kein Problem. Das Häckseln von Mais ist grundsätzlich bei jeder Feuchte möglich. Der limitierende Faktor ist hier der Boden, der bei zu viel Nässe weich und matschig wird. Dann können die Gespanne der Abfahrkette ihre schweren Hänger nicht mehr über den Acker ziehen. In solchen Extremsituationen wird dann auch auf Bandlaufwerke gesetzt. Biomasse ist Teil einer grünen Zukunft und für viele Betriebe eine lukrative Möglichkeit, ihre Flächen wirtschaftlich zu nutzen. Für Agrarbegeisterte ist die Maisernte immer eine spannende Zeit, da viele große Maschinen gleichzeitig im Einsatz sind. Wir haben mit diesem Video nur an der Oberfläche gekratzt und es gibt noch so viel mehr zu erzählen. In Folgeprojekten werden wir euch noch einen genaueren Einblick in die Abläufe hinter den Kulissen geben. Für diesen Moment aber genießen wir einfach die großartigen Bilder aus unserer Soester Börde.